Ich grüße euch und wieder herzlich willkommen. Heute mit einem Video zu Crusader Wars. Crusader Wars kombiniert Crusader Kings 3 mit Total War Attila und gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Schlachten zu schlagen. Das klingt doch sehr gut. Ich bin darauf aufmerksam geworden durch einen anderen YouTuber. Von dem das Video werden wir uns auch noch gleich reinziehen. Und alles, was ihr dafür braucht, ist halt diese eine kleine Extra-App. Und was ihr dafür noch braucht, das ist hier aufgelistet. Da gibt es einmal eine Installationsanleitung für die Steam-Version und einmal für die Nicht-Steam-Version. Und hier unten die Hinweise, die solltet ihr außerdem auch noch beachten. Und wie man dann hier die Schlachten spielt, das steht dann hier rechts. Das sehen wir allerdings gleich bei dem YouTuber TheTerminator. Der zeigt das ganz gut. Und hier seht ihr dann auch noch mal die zukünftigen Funktionen. Also es gibt jetzt keine, es gibt noch keine Belagerungsschlachten und es gibt noch keine Seeschlachten. Aber die Landgefechte, die kann man spielen. Das Ganze wird auch ziemlich festgehalten mit genauen Kampfergebnissen. Ihr habt historische Karten. Ihr könnt eure Verteidigung vorbereiten. Das Gelände ist wichtig. Saisonales Wetter, auch das Wetter wird berücksichtigt in Total War. Realistische Abgaben. Sehen Sie, wie sich die Armeen im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Dann sind natürlich eure Charaktere wichtig. Also Fallen Eagle kompatibel. Und das Ganze funktioniert, wie gesagt, mit dieser einen Extra-App hier. Und hier nochmal die Anleitung. Ja, ihr könnt einfach das Video stoppen und dann könnt ihr das hier der Reihe nach durchgehen. Ich werde unten in der Beschreibung diese Webseite und das Video von TheTerminator, das ziehen wir uns jetzt rein. Das werde ich unten in der Beschreibung für euch verlinken. Es wäre auch schön, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Besonders wenn ihr euch für Warhammer interessiert, ja, gerade Total War Warhammer 3. Da bin ich sehr aktiv. Und jetzt ziehen wir uns das Video rein bis, ich glaube, das war so bis 5:30. Ja, bis 5:50, da ist dann der Victory Screen. Und ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt mal rein, wie Crusader Wars funktioniert. Let's go. It's not often you see a mod that does something completely new and unique, something that totally breaks the boundaries of what you thought was possible with your favorite games. Campaign map modding is a prime example of this in Total War, especially with how it's already been done in mods like Divide and Conquer on Medieval 2 or Old World Overhaul on Shogun 2. But what I'm about... Ja, übrigens, Crusader Wars, diese App, die wird auch andere Spiele unterstützen. Also zumindest ist das geplant, nicht nur Crusader Kings 3, sondern das wird man dann auch mit anderen Total War Spielen und mit anderen Spielen ebenfalls kombinieren können. Ja, also Crusader Kings 3 ist jetzt eben halt nur das neueste Projekt von denen, aber es werden eben halt noch weitere kommen. Zumindest sind weitere geplant. Man weiß ja nie, wo sowas endet. To show you today is truly incredible. Now, if you're not a fan or have never played Crusader Kings 3 or Medieval Kingdoms 1212 AD on Total War Attila, I highly recommend you try them at your earliest convenience. They are individually really stellar, fun pieces of gaming. A development team found a way to combine these two in a mod called Crusader Wars, in which you can play a Crusader Kings 3 campaign and fight each battle manually, almost seamlessly, in the MK1212 mod on Attila. How? Ja, also mit jeder Schlacht meint dann jetzt natürlich jede Landschlacht, ja, wie gesagt, Belagerungsschlachten und Seeschlachten, das ist halt, das kommt noch. How insane is that? Playing a campaign on Crusader Kings 3 and then playing proper looking medieval battles with all these shiny troops, all historically authentic, because obviously MK1212 has some of the biggest and best medieval unit rosters of any Total War medieval mod. And also wie ihr schon seht, für die Schlachten braucht ihr auch nochmal eine extra Mod. Aber wie gesagt, das findet ihr alles in der Anleitung.
Being on Attila, it's one of the most visually stunning mods as well, and you can do all of your battles using Crusader Wars to manually fight in MK1212 and actually have the results plug back into your CK3 campaign, giving you proper direct control over your battles. So how this works is that when two armies meet, you get these two buttons in the battle UI down below. When you click the one on the right, which is the Crusader Wars mod options, you get a panel that breaks down how you'd like to fight the battle. The modders have essentially given you flexibility here to tailor how big the battle is going to be. So if you have a super powerful PC, for example, you can scale these options way up for huge, absolutely massive battles. Though keep in mind that Total War Attila being as unoptimized as it is, I probably wouldn't recommend you doing this. Ja, ganz wichtig, die Einheitengröße in Total War Attila, die muss übrigens auch auf Ultra sein. Das steht auch auf der Website bei den wichtigen Hinweisen. And then, of course, you can also scale things down if you think that your PC can't handle these higher numbers. There's also a unit size section, which is more so geared towards tailoring the battle experience in terms of between each unit type in the CK3 army composition. So maybe to make things a bit more historically authentic, you want to maximize the unit size of levy troops and lower the men-at-arms unit size since they have heavier armor and are more expensive to field in battle. Lots of ways to tailor things here, which is quite nice. And finally, you have an info panel for if you want a detailed breakdown of how equivalent units are chosen in MK1212, how to join the official Discord, and others. Once you've made your choices in the options menu, you click the Fight Battle button on the left, and the PC immediately launches Total War Attila, which is Jetzt geht er ein bisschen näher ins Detail. It's pretty cool. So before you launch here, you want to open up the mod manager and make sure all the Medieval Kingdoms 1212 AD mods are turned on and in the order you see on your screen, with the Crusader Wars mod at the bottom here as well. Hit the big play button to then launch the game, and once in the game, Also wie ihr seht, man braucht einige Mods. you want to go into the battles and choose this Crusader Wars button, which Ja, und da war dann eben halt so ein extra Button für Crusader Wars. Battle. Können wir das nochmal kurz sehen? battles and choose this. Genau, da ist dann eben halt jetzt, die Schlacht ist eben halt vorbereitet, das ist umgewandelt. Ihr seid jetzt im Total War Spiel, ihr habt die Mods drin und dann ist da eben bei Battles jetzt Crusader Wars. Crusader Wars button, which should take you to a battle screen where you can choose your battle difficulty and then start the battle. Finally, before your battle begins, you'll be able to see that classic Ja, ich finde das eigentlich ziemlich beeindruckend, dass das jemand so hingekriegt hat, dass es dann eben halt in einer Total War Schlacht umgewandelt wird. Ja. Dann kann man natürlich sagen, ja, aber wenn du Schlachten spielen willst, dann spielst du halt Total War. Und wenn du keine willst, dann spielst du eben Crusader Kings, ja. Nun gibt es aber auch welche, die wollen beides und es ist nun mal leider so, dass Creative Assembly da ein bisschen hinterherhängt mit einem neuen Medieval-Titel oder mit einem neuen Empire-Titel. Ja, das ist ja die Problematik und so sucht man sich eben halt was anderes. Total War battle loading screen with you and your enemy army's roster, what units MK1212 has picked for the armies, plus a lay of the land with a map of the battlefield itself. You jump into the battle and your medieval army is here in all its glory, ready to go, made up of all the levy, men-at-arms, archer, cavalry units in your CK3 campaign, your CK3 character as a general, and accurately represented using the beautiful custom-made units of Medieval Kingdoms 1212 AD. Suddenly, you go from, let's just recruit tons of armies and invade this kingdom, we can win with sheer numbers alone, to, hey, we need a decent mix of units with different levels of experience, a good general so that my MK1212 army, when it comes down to fighting it manually on the battlefield, is actually good enough to fight with. It's such a huge difference to your campaign playthroughs.
Plus, of course, you get to play the battles, these beautiful, stunning battles. I've always wondered what CK3 might be like with Total War style battles, and this is a proper dream come true. I mean, Medieval Kingdoms 1212 AD battles are quite fun, Attila battles are quite fun, despite the AI maybe having some issues here and there, despite some bugs, of course, that are inescapable in Total War games, in every game. But you Ja, ich frage mich gerade, warum man dann nicht eher Medieval 2 genommen hat. Na gut, okay, das hängt grafisch ein bisschen hinterher, ne? Aber die Performance in Total War Attila ist es ja auch nicht gerade so doll. Also zumindest die, die jetzt noch einen schwachen PC haben, für die ist das dann natürlich nichts. Aber gut, inzwischen kommt man, denke ich, mit Total War Attila sehr gut zurecht. have great opportunities for tactical gameplay, flanking cavalry around, using super powerful men-at-arm units like Huskarls and Varangian guards, and really fantastic immersion. These units just look so damn good. Ja, das ist immer so ein Grund gewesen, warum ich nicht so diese Spiele gespielt habe von Paradox, weil du eben halt keine Echtzeitschlachten hast, ja. Once you've fought your battle, hopefully you won, you get your results, you exit out of the Attila game, and you find yourself back in CK3, which was humming in the background. Load up the latest save, which will bring you to the campaign with the battle results in MK1212 included, so you can see both sides have taken care. Genau, danach müsst ihr eben halt euren Save wieder einfügen bzw. hochladen. Und ja, dann seht ihr hier halt den Victory Screen, ne? Casualties, and you've won the battle. It's not entirely seamless. I'm hoping a future update soon removes one or two of these steps in between the two games, but otherwise, I'm really happy. It's a great effort by the modders to combine brilliant gaming experiences under one roof in a way that is seriously groundbreaking. And honestly, ja, das Video werde ich jetzt hier auch beenden, weil der Rest des Videos, das ist eigentlich nur, ja, da redet er halt nur, wie toll das alles ist die ganze Zeit. Und hier nochmal am Schluss, da sagt er dann nochmal, dass Belagerungsschlachten und Seeschlachten noch kommen werden. Und damit will ich euch jetzt nicht weiter aufhalten. Wie gesagt, ich verlinke hier die Website unten in der Beschreibung. Und auch das Video, wenn ihr das hier nochmal sehen wollt, das verlinke ich auch unten in der Beschreibung. Und beachtet hier auch, ne, ganz wichtig, hier die Hinweise. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Crusader Wars. Gut, damit wären wir am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.